3000 Kilometer quer durch Australien. 3000 Kilometer rauer Asphalt, Staub, Wind, unwirtliche Umgebung. 3000 Kilometer Outback. Die World Solar Challenge. Das anspruchsvollste und zugleich innovativste Rennen zwischen Solarautos weltweit. Ideen, Engagement und Spitzentechnologie treffen hier aufeinander, messen sich. Nur von der Sonne und dem Ehrgeiz zur Veränderung angetrieben. Mit dabei das Team Sonnenwagen der RWTH und FH Aachen. 50 Studierende, unbezahlt, nehmen ohne Murren die Strapazen auf sich, entwickeln, bauen, testen. Optimieren. 2 Jahre lang. Alles selbst. Nur um dabei zu sein. Um zu zeigen, was möglich ist. Doch wie realistisch ist das Konzept eines Elektrofahrzeugs mit Solarpanels? Wie lassen sich diese Ideen in der aktuellen Mobilitäts- und Energiedebatte einordnen? Was sagt die Automobilwirtschaft dazu? Trägt dies wirklich zur Lösung unserer globalen Umweltkrisen bei? Und wie ansteckend ist die positive Aufbruchsstimmung des Teams Sonnenwagen? Brauchen wir mehr solcher jungen Menschen, die ihre Zukunft einfach in die Hand nehmen? It's incredible. It's the future interacting with the current. Mit solchen jungen Leuten werden wir auch in Zukunft weltweit die Autobauer sein. Diese Studententeams sind eine super Quelle für frisches Blut. Das ist ein Beispiel auch für gelebte Ingenieurskunst. Das Projekt selber eigentlich alles beinhaltet, was es braucht, damit Menschen über sich selbst hinauswachsen. Es zeigt, was möglich ist. Ihr habt ja den Tankstellenpächter mal die Zukunft gezeigt, vermutlich. Ne? Solche Projekte würde ich mir eigentlich viel mehr von auch großen Autofirmen und Zulieferern wünschen. It's a wonderful device to consider how things might be. Und die Sonne scheint. Es sollte während dieser Filmproduktion eine Weile dauern, bis wir als Außenstehende tatsächlich begriffen, welche besondere Atmosphäre das Team Sonnenwagen auf seine Umgebung ausstrahlen kann. Den ersten Kontakt mit diesen ansteckenden Emotionen hatten wir beim Rollout des Sonnenwagens. Vom Team liebevoll Covestro Adelie getauft. In dem Wagen stecken jetzt ungefähr 1 Jahr Entwicklungs- und Fertigungszeit. Hinter uns wird hier gerade geschraubt noch, die letzten Vorbereitungen getroffen für das Rollout. Die Namensgebung ist inspiriert durch den Adelie Pinguin und dessen Stromlinienform. Kommt hoch, wenn der letzte Programmpunkt anfängt. Ich bin aber erst später dran. Zugleich erinnert der Name natürlich auch an den Zielort der World Solar Challenge, Adelaide. Weil wir diese Technologien nutzen wollen, um die Welt besser zu machen. Ich kann nur absolut meinen Hut ziehen. Because it was a visionary potential of something that is the future of mobility. Zwischen der Haute Volée aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik wird Adelie der Öffentlichkeit erstmalig präsentiert. Doch die eigentlichen Stars auf der Bühne sind die 50 Studentinnen und Studenten, die die Aachener Eurogress-Halle zum Vibrieren bringen. Mich beeindruckt das wahnsinnig, wie 50 junge Menschen in kürzester Zeit ein Fahrzeug entstehen lassen, das eine Reichweite und eine Leistung hat, die es am Markt so überhaupt nicht gibt, die auch zusammenarbeiten, die unterschiedlichen Fragen. Da geht es ja nicht nur um die Batterie, es geht auch ums Fahrwerk, es geht um die Aerodynamik. Es geht am Ende sogar darum, dass man während der Fahrt im Outback in Australien das Team mit Wasser versorgen muss, dass die so zusammenkommen, so etwas entwickeln. Doch vorher muss man erst einmal verstehen, wie das Team Sonnenwagen funktioniert. Sonnenwagen Aachen ist ein studentischer Verein, der 2015 gegründet wurde. Damals in der Klausurenphase. Die Leute wollten nicht lernen und haben lieber am Küchentisch zusammengesessen und überlegt, was man so machen könnte. Und haben die World Solar Challenge gesehen. Und es ist ein großes Solarrennen und haben sich gedacht, da muss man doch mitmachen können. Und das Coole bei uns als Verein ist, dass wir eben nicht
eine Initiative sind von der Uni, sondern wir sind zwar alle Studenten, aber wir sind eigenständig. Und das macht es für uns so wahnsinnig spannend, dass wir viele Freiheiten haben. Die Uni ist für uns ein Sponsor in Anführungszeichen, also sie unterstützen uns, aber sie sind eben nicht der Chef. Und das ist das Tolle bei uns. Wir sind 50 Mitglieder, wir sind Kai, Jan-Philipp, Midusha, Leonie, Luca, Simon, Niklas, Felix, Moritz, Benedikt, Henning, Gerald, Moritz, Leon, Matthias, Dominik, Max, Alex, ich bin Lisa, Julian, John, Lina, Turbin, George, Felix, Cornelius, Simeon, Clemens, Hannes. Wir sind organisiert in 7 Abteilungen, 5 technische, 2 nicht technische Abteilungen. Und schaffen so einfach wie eine wirkliche Firma, würde ich mal nennen, wie ein Startup, ein gut organisiertes Startup, das zu machen und über Förderung von verschiedenen Firmen eben dann so ein Solarauto bauen zu können alle 2 Jahre und damit an der World Solar Challenge in Australien teilzunehmen. Lernen, ausprobieren, experimentieren und auf die Straße bringen. Das Team Sonnenwagen hat dies für sich in eine eigene Ordnung gebracht, mit beeindruckenden Ergebnissen. Eigenständig und eigenverantwortlich. Ich glaube, zum einen ist es für Studenten natürlich großartig, weil sie haben ein Projekt, sie können alle kooperieren. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Disziplinen von der Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau und so weiter, die da zusammenarbeiten müssen. Und die üben im Grunde genommen das, was später einmal für sie Berufsalltag sein wird. Also insofern sind das zuerst einmal Projekte, die einen enormen Benefit für den einzelnen Studenten oder die Studentin haben. Nämlich man lernt auf der einen Seite kooperieren, man lernt aber auch mit harten Rahmenbedingungen umzugehen. Also hier gibt es ja extern ganz klar Dinge, die gesetzt sind. Die funktionieren oder sie funktionieren nicht. Also da muss man auch manchmal eine Nachtschicht einlegen. Also ein junger Mensch, der so ein Auto entwickelt hat, der wird möglicherweise später sagen, so, und jetzt baue ich möglicherweise Elektroautos oder engagiere mich in einer nachhaltigen Energieversorgung. Das liegt in dem Moment sehr nahe. Also das ist ein Probieren. Und dieses Probieren findet auf erstaunlich hohem Niveau statt. Sagen wir mal, das Wissen, was die Studierenden heute schon haben, zu Beginn des Studiums oder zur Mitte des Studiums, ist, glaube ich, auf dem Niveau der Professoren vor 40 Jahren, würde ich mal sagen, oder sogar darüber hinaus. Ja. Also jeder, der Kinder hat und sich mit der neuen Generation beschäftigen darf, merkt, wie effizient Know-how sich angeeignet wird heutzutage im Vergleich zu 30, 40 Jahren, kann ich ja selbst noch mitreden. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach nur logisch, sozusagen, dass das heute die Studierenden sind, die schon durchaus in der Lage sind, nicht nur das Know-how zu replizieren, sondern neue Erkenntnisse zu erzeugen. Und ich meine, was gibt es Schöneres? Ne? Wir reden ja immer so schön vom War of Talent, als Menschen zu haben, die genau sozusagen diesen Antrieb auch haben, sich da selbst weiterzuentwickeln. Dabei spielen die Sponsoren natürlich eine wichtige Rolle. Zum Beispiel indem sie wie Mercedes dem Sonnenwagen ihre Teststrecken oder ihren Hightech-Windkanal zur Verfügung stellen und regelmäßig Feedback zur aktuellen Entwicklung des Sonnenwagens geben. Also ich habe jetzt das Team Sonnenwagen verfolgt, die letzten 3 Generationen, aber da sind auch immer noch tolle, große Sprünge sichtbar. Und das macht natürlich so ein Vollblutingenieur wie mich schon richtig nervös, das zu sehen. Ja. Doch das Team Sonnenwagen ist erstaunlich wenig nervös. Vielleicht auch, weil sie ihren Sonnenwagen nahezu bis auf die letzte Schraube selbst entwickelt und sogar selbst gefertigt haben. Das schafft Vertrauen in das eigene Produkt. Ja, dann können wir nämlich morgen einfach mit einem neuen Programm anfangen. Was wirklich erstaunlich ist, ist die Fertigungstiefe, die ihr euch selbst auferlegt habt. Das ist wirklich super. Ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied wahrscheinlich zu anderen Teams. Ne? Wir haben die Möglichkeit, außerhalb von Aachen eine große Werkstattfläche zu haben, wo wir unsere gesamte Produktion des neuen Sonnenwagens machen können. Und wir haben hier auf der ersten Seite direkt die große Fräse von uns. Und da haben wir eben die Möglichkeit, dass wir nicht nur bei externen Fertigern, sondern hier selber, nachdem wir es gelernt haben, unsere eigenen Formen für das spätere Auto fräsen können.
Alle Komponenten, die man hier drin sieht, sei es jetzt das Lenkrad oder die Radanbindung, die entsteht in dieser Werkstatt, die wird in dieser Werkstatt gebaut, sie wird hier getestet und zusammengesetzt. Das heißt, es gibt fast keine Komponenten, die in diesem Auto sind, die wir gekauft haben. Wir entwickeln natürlich zusammen mit unseren Partnern, um die Expertise nutzen zu können, aber letztendlich entsteht alles durch uns und hier. Ja, und viele Hände. Und das macht es auch so spannend, dass man eben nicht sagt, okay, es gibt einen Motor, der ist einigermaßen effizient, den kaufen wir, sondern wir können natürlich kaufen, aber wenn wir selber entwickeln und selber unsere Zeit reinstecken, dann wird es noch ein bisschen effizienter, wir kommen noch ein bisschen weiter und das ist das ganze Ziel. Ich weiß, wie viel Anstrengung und Engineering dahinter steht, sowas hinzukriegen und ich bin sehr beeindruckt. Wir bauen hier in dieser Werkstatt alles selber. Das heißt, 50 Studenten, die noch nicht selber gearbeitet haben in einer großen Firma zum größten Teil. Das ist ein gigantisches Team. Entwickeln diese Komponenten und bauen dann auch alles selber. Also sei es jetzt eben die Radaufhängung, die unsere Räder im Auto hält, oder auch einfach die aerodynamische Hülle, die dieses Auto so effizient macht. Alles wird von uns hier gemeinsam gebaut. I never thought that our materials could be used in this inspirational way. Und dafür haben wir dann eben auch über ein halbes Jahr lang ein Schichtsystem, wo jeder eben 3, 4, 5 Schichten pro Woche hat, um dieses Auto zusammenzusetzen. Weil das ist natürlich eine Arbeit, die sich nicht so schnell erledigen lässt, sondern die sich wirklich über mehrere Monate zieht, um daraus dann das Auto zu bauen. Um auch während des Stehens möglichst viel Solarenergie zu gewinnen, ist der Deckel des Sonnenwagens mit seinen Solarzellen aufklappbar. Ja, und egal was passiert, egal wie gut wir entwickeln, es ist natürlich immer so, dass die Sicherheit der Fahrer für uns immer an erster Stelle stehen muss und es auch tut. Das heißt, wir haben hier das sogenannte Monocoque, das ist diese gesamte Carbonschale, die um den Fahrer drum sitzt, die Fahrerzelle, und die hält eben im Fall eines Unfalls den gesamten Fahrer aus und schützt ihn vor jeglicher Art von Belastung. Dazu gehört natürlich auch der Notaus. Wir haben da drin auch einen Sicherheitsgurt und verschiedene andere Sicherheitsmechanismen, die eben gewährleisten, dass egal was passiert, der Fahrer immer so gut wie möglich geschützt ist. Viele Komponenten, die perfekt ineinander greifen sollen. Ausgesetzt äußeren Einflüssen und vielen Herausforderungen, denen sich der Sonnenwagen und das Team stellen müssen. Und dies alles in weniger als 2 Jahren Entwicklungszeit? For me, the agility comes from, yes, the spirit of students and their ability to think future back. It also comes from the fact of design thinking. You're not just substituting one versus the other. You're actually saying, what is the practical usage of the end product? And what does it have to serve? For example, in the case of Sonnenwagen, it'll be a race in some of the harshest conditions in a country like Australia. And to that extent, the speed of the vehicle, the design, the material usage, whether it's comfortable or not, whether it can serve those harsh conditions and yet perform, is the whole spirit. Das Automobil ist in diesem Land erfunden worden. Und jetzt steht es vor einem wahnwitzigen Phasenübergang. Aus dem Verbrennermotor wird ein elektrischer Antrieb, aus Erdöl und fossilen Brennstoffen wird plötzlich Sonnenenergie. Und ich glaube, wir brauchen denselben Geist wie damals, um auch diesen Übergang zu schaffen. Damals beim ersten Auto war es so, dass eine Frau die erste Fahrt machte. Es gab keine Tankstelle, sie ging in die Apotheke, ja. Und man hat sich getraut. Und genau das brauchen wir heute auch. Also wir brauchen diese Art von Lust auf das Neue. Und ich glaube, hier in Deutschland können wir Autos. Und ich bin fest überzeugt, mit solchen jungen Leuten werden wir auch in Zukunft weltweit die Autobauer sein. Und endlich ist der Sonnenwagen einsatzbereit. Bereit, gut verpackt nach Australien verschickt zu werden. Zusammen mit einer eigenen Werkstatt, Zubehör, Ersatzteilen, Zelten und was man sonst noch so für 50 Menschen im Outback braucht. Um
Adelie auch unter den realen Bedingungen des Outbacks zu testen, fährt das Team zunächst im Konvoi nach Coober Pedy, einem Ort so unwirtlich, staubig und heiß, dass es die Bewohner vorziehen, lieber unter als über der Erde zu leben. Hier, wo sonst nur nach Opalen gesucht wird, hat der Sonnenwagen seine erste Bewährungsprobe. Und trotz des extremen Windes besteht er sie. Nach vielen weiteren Kilometern des Testens im Süden Australiens geht es endlich zur Startposition der World Solar Challenge. Verkehr frei, Verkehr auf der Gegenspur, Kapi. In den Norden. Nach Darwin. Hier wird er noch einmal genau unter die Lupe genommen. Allerdings von der Rennleitung, die penibel schaut, ob Adelie den strengen Vorschriften des Rennens entspricht. Und langsam wird es ernst, denn jetzt geht es in das Qualifying. Das erste Mal das Auto wirklich im Wettkampf mit den anderen Teams zu sehen, ist halt ein verrücktes Gefühl. Das Qualifying ist so ziemlich das, was entscheidet, in welcher Position wir starten dürfen. Das ist dann wiederum ganz spannend im Rennen, weil man dann am Anfang möglichst wenig Teams überholen muss. Und doch sind wir etwas verwundert. Obwohl 30 internationale Teams gegeneinander antreten, ist die Atmosphäre in den Pitstops und auf der Rennstrecke erstaunlich kollegial, nahezu freundschaftlich. Man feuert sich sogar untereinander an. Es ist bei diesem Rennen super wichtig, dass wir zwar gegeneinander fahren, aber es heißt halt doch Challenge und nicht Race. Das heißt, immer wenn ein anderes Team nur mal schneller fährt als man selber und überholen möchte, dann darf es das auch. Das heißt, wir blockieren uns nicht. Es heißt nicht so, dass wir irgendwie die Spuren seitlich zumachen, dass keiner überholen darf, sondern wir lassen uns überholen, wir reden miteinander. Wenn Begleitfahrzeuge im Weg stehen und ein anderes Auto vorbei möchte, eines der Solarautos, dann fahren wir von der Straße runter. Es ist also zwar eine Challenge gegeneinander, aber es ist doch ein Miteinanderfahren, weil dieses Rennen 3000 Kilometer irgendwo lang zu fahren mit Autos, die von lauter Angeingenieuren zusammengebaut wurde, das geht halt nur miteinander und nicht, wenn man da schon nur gegeneinander arbeitet. Trotz der Kollegialität wird der Konkurrenzdruck unter den Teams beim Qualifying deutlich. Überraschend fährt der erste Solarwagen den Rundenrekord von unter 2 Minuten. Dann geht der Sonnenwagen endlich an den Start. Und das Unmögliche scheint möglich. Der Sonnenwagen bricht den bestehenden Rekord und fährt die beste Zeit von allen. Wollt ihr die Zeiten sehen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir auf Platz 1 gehen. Also 100 Meter vom Ziel ist das Auto auch noch ausgegangen, weil die Batterie ein bisschen überlastet war. Haben dann auf Platz 1, also besser geht's nicht. Der nächste Morgen. Darwin ist früh aufgestanden. Der Start der World Solar Challenge genießt hohe Aufmerksamkeit. Und der Sonnenwagen steht in erster Position. Das Team ist aufgeregt. Zu Recht. Das ist eine positive Aufregung. Ich glaube, wir werden das gut rocken hier. Die Aufregung hilft, auch wach zu bleiben. Absolut. Ich weiß nicht, weil ich zuletzt um 4:30 Uhr aufgestanden. Aber haben Sie wirklich an alles gedacht?
Das Rennen geht 3000 Kilometer einmal quer durch das Outback von Australien, von Darwin im Norden bis Adelaide im Süden. Und in der Mitte, da ist nicht viel. Es gibt 1, 2 Städte, die man kennt, wenn man Australier ist, aber auch außerhalb davon eigentlich nicht. Das heißt, man ist komplett auf sich allein gestellt für diese 5 bis 7 Tage, die man fährt und muss mit allen Fehlern, die kommen können, rechnen und immer die Lösung parat haben, weil einem niemand Externes helfen kann. Und es geht los. Und dann durch den Kreis geradeaus, dann bist du schon auf dem Stuart Highway direkt. Das heißt, du musst nur einmal rechts abbiegen und dann geradeaus fahren, dann geht's direkt raus aus der Stadt. Das Feld ist am Anfang noch dicht zusammen und wir merken schnell, dass ein Überholvorgang auf dem Stuart Highway gar nicht so einfach ist. Insbesondere, wenn man sich in der Nähe eines Roadtrains befindet. Roadtrain, incoming traffic, copy. In so einem guten Kilometer, glaube ich. Die australischen Megatrucks fahren mit bis zu 3 Anhängern und erzeugen dabei einen Sog, deren Gewalt wir als Filmteam mit unserem Camper auch erst einmal in den Griff bekommen müssen. Doch die Konkurrenz ist schnell. Das niederländische Team ist dem Sonnenwagen auf den Fersen und überholt. Okay. Der erste Control Stop. Hier müssen die Fahrer gewechselt werden und der Solarwagen darf 30 Minuten lang nicht berührt werden. Ansonsten gibt es Strafpunkte. Doch zuerst muss sich der Fahrer aus dem Cockpit schälen. Den Solardeckel optimal zur Sonne aufstellen, um dann zum Buzzer zu sprinten. Also komfortabel ist anders, ne? Ich beneide den Fahrer nicht, der im Auto sitzt bei der Hitze auch, ne? Also das ist ja Wahnsinn, was sich da für Temperaturen entwickeln in dem Fahrzeug. Ich sage immer, das ist so ein bisschen die Formel 1 der Nachhaltigkeit, ne? Also wir fahren schnell und souverän, die Straße ist auch noch in Ordnung. Also war eine gute Fahrt, war relativ entspannt. Gab 1, 2 Situationen, die gestresst haben, aber sonst war alles super. Es sind ja Fahrzeuge, die sind für Rennen konzipiert, auch zu siegen, so ein Rennen zu gewinnen. Da muss man als Pilot schon, ich sage gar nicht Fahrer, ja, das ist eher Pilot, muss man schon sehr hart gesotten sein. Ja. We make no excuse that this is the world's most difficult event of its kind. So all we want to do is keep making it harder, pushing these young people to come up with new solutions. Und weiter geht's. Fertige Verkehr frei. Können wir unser Starlink bitte wieder anmachen? Ja, das auch. Das Team der Fahrstrategie hat die Sonne und deren Einstrahlung genau im Blick. Und ausgerechnet als die Sonne hinter den Wolken verschwindet, fährt Adli besonders schnell. Wir fahren im Schatten lieber schneller, damit wir tendenziell in der Sonne langsamer fahren können und dadurch dann mehr Ladezeit haben. Das macht Sinn. Aber es sind nicht nur die Wolken, die die Sonne verdunkeln. Am Horizont zeichnen sich Rauchschwaden eines Buschfeuers ab. Die Flammen reichen gefährlich nah an die Fahrbahn. Und der Rauch schafft nicht nur ein düsteres Szenario, sondern verschattet auch noch zusätzlich die Solarzellen, die jetzt noch weniger Sonnenenergie aufnehmen können. Sieht bedrohlich aus. Jetzt. Ganz vorne, an der ersten Position des Sonnenwagenkonvois, fährt das Spähfahrzeug, genannt der Scout. Und die sagen, wo es lang geht. Wo man sich am besten hinstellt, wo man am besten parkt, wo man tanken kann, wo alle aufs Klo gehen können und vor allem, wo der Sonnenwagen perfekt parkt und wie wir am besten Sonne kriegen können. Und deswegen müssen wir schon eher da sein, um halt einfach zu checken, dass das vorher klar ist, diese Infos weitergeben. Deswegen denken wir quasi für die mit und deswegen sind wir auch ein super wichtiger Teil dieses Konvois. Der erste Renntag neigt sich dem Ende. Und
und der Scout hält bereits Ausschau nach dem besten Nachtlager. Nochmal Scout an Chase. Wollen wir gegen 17 Uhr halten oder gegen 17:10 Uhr? Ja, wir haben halt genau in den 60 Kilometern. 66? Ich schaue mir den mal auf Google Maps an. Wenn wir bei 66 Kilometern Stopp haben, kommen wir noch um 17:05 Uhr an. Das wäre perfekt. Okay. Zuerst erreicht der Sonnenwagen sein Tagesziel. Das war auch das erste Mal, dass sowas drin steht. Und die Solarzellen tanken noch die letzten Sonnenstrahlen. Nach und nach treffen auch die anderen Begleitfahrzeuge ein. Es dauert nicht lange, bis sich alle sammeln und der Erste das Wort ergreift. Bezüglich Campen heute, wir machen das so, hier auf der Seite ist, sag ich mal, die Arbeit. Das heißt, wir bauen hier Generator auf, am weitesten weg, dann Werkstattzelt. Hier wird dann auch noch gekocht und Stuhlkreis. Auf der anderen Seite machen wir dann alle persönlichen Zelte. Der Tag lief übel geil. Wir sind 700 Kilometer gefahren, wir hatten keine Probleme. Wir sind mega gut aus der Stadt rausgekommen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, also übel krass. Was? Was sind da so laut? Den Sonnenwagen! Den Sonnenwagen! Den Sonnenwagen! Und dann ist er wieder deutlich spürbar. Der Teamgeist, die Motivation und jeder macht seinen Job. Gib mir den Hammer. Okay, I'm going to continue with the happenings of the day. So yeah, Inoptus overtook us early in the morning at around 10 a.m. The Brunel convoy was behind us, and they also overtook us at everything today. All the control stops, the night stop location is perfect. Thanks to you guys. Die letzten Roadtrains rauschen auf dem Stuart Highway durch die Dunkelheit an uns vorbei, als würden sie ein wenig über uns schmunzeln und die Frage stellen, ob der Solarwagen tatsächlich einmal seinen Weg in den Alltag der Mobilität schaffen wird, mit all seinen Einschränkungen. So mein erster Gedanke ist das eigentlich eine wirkliche Einschränkung? Mit dem Bewusstsein, ich fahre jetzt ohne CO2 zu produzieren, klimaneutral, übertragen wir das mal auf den Individualverkehr in der Stadt, wo gerade der Verbrennungsmotor extrem ungünstig ist, was Emissionen angeht für die sehr kurzen Strecken. Emittiere nichts, ich fahre einfach, habe ein bisschen weniger Komfort, aber dafür müssen andere dafür nicht, was zum Beispiel Klimarahmenbedingungen angeht, am Ende bezahlen. Wenn wir nicht es schaffen, da neue Wege zu definieren, was überhaupt ein gutes Leben jetzt ausmacht und damit überhaupt ein Leben in Zukunft ermöglicht, dann können wir jetzt noch ein paar Jahre über Verzicht streiten und diskutieren und dann wird mit jedem Jahr noch viel mehr Verzicht kommen. Autos müssen effizienter werden. Wir haben jetzt hauptsächlich große, schwere, teure Elektroautos. Aber was wir brauchen, sind leichte und erschwingliche Elektroautos für die Masse der Bevölkerung, die wir überhaupt nicht haben. Ja. Und darum glaube ich, das sind wichtige Technologien und die Solarzellen sind ja nur eine davon. Aber Autos werden in Zukunft nicht so aussehen. Ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo das klassische Autoquartett umgeschrieben wird. Im alten Autoquartett, da hieß es PS, da hieß es Höchstgeschwindigkeit, da hieß es Hubraum. Und jetzt im neuen Autoquartett ist es plötzlich Effizienz, Leichtigkeit,
und Nachhaltigkeit als eine der Kernqualitäten. Und was man hier sieht, ist im Grunde genommen ein verstecktes Potenzial. Also die Sonne liefert uns etwa 1 Kilowatt pro Quadratmeter an Energie. Und das ist vergleichsweise wenig, aber wenn man die klug nutzt, mit extrem leichten Systemen, so wie hier, dann schafft man damit Mobilität. Und ich glaube, das ist das, was wir verändern müssen in unserem Denken. Wir denken immer noch Mobilität im Sinne von, ich brauche ein paar Tonnen, um einen Menschen von vielleicht 70 oder 80 Kilo zu bewegen. Und das, glaube ich, ist ein Anachronismus. Noch versteckt sich die Sonne und ihre Energie hinter dem Horizont. Doch im Camp des Sonnenwagen-Teams ist man früh aufgestanden und trifft bereits alle Vorbereitungen, um schon den ersten Sonnenstrahl einzufangen. Denn davon hängt es ab, ob Adelie weiter im Spitzenfeld der World Solar Challenge mithalten kann. Dafür gilt es, den optimalen Winkel zur aufgehenden Sonne herauszufinden. Hier, wo ich stehe, theoretisch. Ja. Damit keines der Teams nachts die Batterien der Solarwagen heimlich auflädt, werden diese in einer Kiste weggeschlossen. I'm an observer for the event, and I keep the key so that the car is safe overnight. So there's no electricity flowing through the car in case while they're working they get injured. Etwas verschlafen, aber als wären sie von etwas wie einer Schwarmintelligenz angetrieben, setzt sich jeder Einzelne in Bewegung. Wir haben so viel Glück, dass wir einfach sagen können, das sind die Menschen, die so dahinter stehen. Du weißt direkt, mit dieser Person kann ich 6 Wochen lang mitten im Outback stehen und an einem Hightech-Auto rumschrauben und das funktioniert so ungefähr. Und das ist halt eine Lebensrealität, die muss man erstmal finden in anderen Menschen. Jetzt der Morgen. Ja, richtig. Regarding our drivers, for Adelie we'll start with Felix, then with Renas, and Simon will do the last stint. Warum wir das machen? Das weil wir es technisch geil finden. Ja, Flüge sogar auch selbst bezahlt. Ist halt irgendwie cool, wenn man anfängt und dann mit 50 Leuten da am Machen ist, merkt, dass man in so einem riesigen Team ist. Und dann saßen wir im Winter wirklich da und haben so monatelang dieses Auto da zusammengeschustert. Man hatte so die ganze Zeit hier das vor Augen. Das hat einen auch motiviert irgendwie, dass man dann jetzt hier ist schon cool. Die 1000 Stunden wir da irgendwie Form geschliffen haben, ne, dann ist es schon cool, wenn man dann wirklich sieht, wie es fährt. Wie so ein kleines Baby. Ja, man hat wirklich eine ganz andere Beziehung jetzt zu diesem Auto, als dass es einfach vorbeifährt, weil man halt wirklich jeden Winkel von diesem Auto aus 8 Ecken gesehen hat. Das lernen wir in der Uni nicht. Ne? Und dafür nimmt man auch gerne die hartnäckigen Fliegen des Outbacks in Kauf. Noch eine Stunde! Weiter. Und stopp, dann rein. Ich zieh die Stange raus. Alex, runter. Und weiter geht's. Die Sorgfalt der Vorbereitungen für diese Challenge zahlt sich aus. Adelie fährt ohne Probleme, wenn auch nicht mehr an erster Position. Dass man so viele, so motivierte Menschen auf einem Haufen findet, das ist ja mehr so wie ein Tag-Team, eine Special Force, wie auch immer man es nennen mag. Ein ganzes Unternehmen wird ja niemals so kooperativ funktionieren wie bei uns im Verein. Ich glaube, viele Unternehmen würden sehr viel geben für die Bewerbungen, die wir bekommen. Und das merkt man ja auch.
Was man dann tatsächlich von den Studenten lernen kann, ist so diese Unerschrockenheit, ja? Diese Frische, die wir da selber damals hatten, ja? Also vor nichts zurückgeschreckt sind, ja? Alles ausprobiert haben, ja? Auch oft eine blutige Nase geholt haben. Ja? Es braucht die eigene Erfahrung. Und ich spreche da in dem Zusammenhang auch aus kognitionspsychologischer Sicht am liebsten von einem Begreifen. Ja, dieses Ich erlebe selber etwas, ich erschaffe vielleicht sogar selber etwas und die beste Zutat natürlich dann auch dabei mit anderen Menschen. Ich finde schon, dass wir oft mit verrückteren Ideen ankommen als der Standard-Industriekonzern. Das schon. Ja, wir sind eben Studenten. Wir haben noch nie, die meisten von uns waren noch nie in der Industrie, haben noch nie einen Job in der Industrie gehabt. Deswegen denkt man einfach anders darüber, was man schaffen kann und was man nicht schaffen kann und hat vielleicht auch andere Ideen, als wenn man da schon jahrelang in so einem Industrieumfeld gearbeitet hat. Ich hatte immer Interesse an Elektromobilität. Ich will das später als Beruf weitermachen. Das ist ein guter Einstieg, würde ich sagen. Der beste, den ich mir vorstellen könnte. Warum unterstützen die Sponsoren uns? Ich glaube nicht, dass es ihnen am Ende des Tages darum geht, dass wir hier über die Ziellinie erfahren, sondern dass sie wissen, hey, mit dem Geld, was ich hier investiere und auch dem Knowledge und den Materialien, sorge ich dafür, dass ich 50 extrem motivierte Menschen auf einen Haufen bekomme. It's an event where we want to push the boundaries of human ingenuity. What is possible? Solche Projekte, die sozusagen die Technologie pushen und das Unmögliche versuchen. Ich habe ja gerade gesagt, es ist unmöglich, aber die versuchen es und haben auch große Erfolge dabei. Da müsste eigentlich viel mehr aus der Industrie kommen, die sagt, ich setze mich da wirklich an die Spitze der Bewegung und zeigt damit auch eine Vision über eine Zukunft. Denn eins ist klar, CO2-Emissionen werden für den Individualverkehr in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir brauchen also ganz neue Lösungen. Dass man auch diesen riesigen Firmen, also Siemens, Mercedes, Covestro, vorführen kann, so könnte man doch auch mal über Probleme nachdenken. The problems of the world are here to be solved by young minds, and it's up to industry to take up those solutions and turn it into mass products and usage. So impossible is definitely not impossible. Wäre ich schon zufrieden mit, wenn unsere Rolle ist, dass wir es schaffen, den großen Firmen zu zeigen. Und wir haben ja das Glück, dass wir sogar Kontakt mit den Chefetagen dieser Milliardenkonzerne haben. Wenn die verstehen, wo das Problem ist, dann haben wir ja schon gewonnen. Egal, ob wir einen Solator gebaut haben oder halt nicht. Und deshalb kommen häufig die genialen Einfälle von Menschen, also die anders sind, von Menschen, die noch sehr jung sind. Kommen die Dinge oder die Strukturen, die Protestaktionen und so weiter, nicht nur, aber werden häufig angetrieben von Menschen, die in der Lage sind, den Status quo zu hinterfragen, weil sie selbst noch nicht so stark da drin stecken. Und das ist eine Riesenchance eben auch in diesem intergenerationalen Verantwortungsduktus, den wir da mittlerweile pflegen, zu sagen, nicht, naja, die Alten können nicht mehr und die Alten sagen irgendwie, die Jungen sind mir zu rebellisch, sondern zu sagen, wartet mal kurz. Wie können wir das denn zusammendenken? Die Erfahrung von denen, die seit Jahrzehnten genau das machen, Fahrzeuge bauen, und den Innovationsgeist von den Jungen, die sagen, Moment mal, wir müssen das anders machen, zusammenzubringen. Das wäre der große Gewinn. Unser Tempo beschert uns einen hohen Verbrauch. Das Benzin fließt bei jedem Stopp in unsere Tanks und macht uns dabei klar, wie furchtbar altmodisch wir in unseren Begleitfahrzeugen unterwegs sind. Und wieder sehen wir braune Rauchschwaden, die die Sonne verdunkeln. Doch so schnell wir in das Inferno hineingefahren sind, genauso schnell sind wir auch wieder davongekommen. Nur Adelie konnte dadurch nicht so viel Sonnenenergie aufnehmen wie sonst und verliert an Tempo. Die Schatten werden länger und in der Routine des Tagesendes biegt der Sonnenwagen wieder auf einen sandigen Rastplatz ein, wo sich der Konvoi wieder für die Nacht versammelt. Ich habe von dem Projekt zuerst gehört, als ich so im 3. Semester war und war vor allem wegen der Nachhaltigkeitsbotschaft dabei und weniger, weil ich Autos interessant finde, um ehrlich zu sein. Ich fand diesen Spirit immer sehr geil, dass man wirklich mit nur Solarenergie wirklich diesen Kontinent durchquert und die große Herausforderung, die dahinter steckt. Und es gibt die im Studium, was ziemlich trocken ist oft, noch
einen Sinn neben dem Studium, dass du einfach das theoretisch anwenden kannst und einfach noch ein geiles Projekt hast, wo du mit vielen Leuten quatschen und viele Leute kennenlernst. Das ist ziemlich geil. Doch was wir bis zum Schluss unserer Reise nicht verstehen, ist die Genügsamkeit in Sachen Verpflegung. Jeden Tag Wraps. Seit Wochen. Morgens, mittags, abends. Kalte Bohnen aus der Dose, eine Scheibe Käse, Mayonnaise, einwickeln, fertig. Aber du isst es in Solidarität mit den anderen auch, weil das ist jetzt gerade nicht das, was wichtig ist. Das, was wichtig ist, ist, dass das Auto fährt und dann hält man das aus, weil du hast schon so viel ausgehalten, dann machen die Wraps jetzt auch keinen Unterschied mehr. Also wenn dieser Wrap jetzt nicht gegessen wird, dann verstecke ich den in irgendeinem Schlafsack. Maybe a bit of a prediction for tomorrow. Tomorrow we will have some clouds and also headwinds. So I think the pace will slow down even more. But I'm confident that we can have a great day tomorrow and continue on. Die Routine des Rennens wird zum Alltag. Jeder Handgriff, jeder Kontrollblick sitzt. Heute werden wir Alice Springs erreichen. Das Städtchen markiert ungefähr die Hälfte unserer Strecke durch den Kontinent und wir freuen uns auf einen anderen Eindruck als die immerwährende Weite des Outbacks. Der Verkehr nimmt zu und erfordert für das Team zusätzliche Aufmerksamkeit. Abschnallen, Lenker wieder aus! Wieder aus! Ja, mal was. Ein bisschen stressig, viel Verkehr hier und man weiß immer nicht so genau, wo man hin muss. Und kurz darauf kommen bereits die nächsten Teams am Control Stop an. Weil gestern nach dem ruhigen Tag jetzt direkt so viel Action hier in Alice Springs, mehrere Teams aufeinander. Und heute Morgen hatten wir eine Situation, da mussten wir anhalten und Müll von der Straße runterräumen, was gerade von einem Truck runtergefallen war. Noch bevor Adli ihre Weiterfahrt fortsetzt, sind wir schon wieder unterwegs. Auf der Suche nach der besten Perspektive, den Sonnenwagen mit unseren Kameras einzufangen. Je weiter südlich wir kommen, umso mehr verändert sich auch die Umgebung. Die Winde nehmen zu. Die Anforderungen für Material, Fahrer und Team ebenso. Und obwohl der Sonnenwagen im Rennen weiter zurückfällt, bleibt die Stimmung im Team positiv. Doch der rosa Elefant im Outback bleibt für uns allgegenwärtig. Warum schaffen es 50 Studierende in 2 Jahren, wofür die Automobilindustrie doch so viel mehr Zeit, so viel mehr Ressourcen und unendlich viel mehr finanzielle Mittel hat? Dass die Industrie mit Strukturen sowohl auf der Nachfrageseite als auch auf der Produktionsseite konfrontiert ist, die sehr eingefahren tradiert sind. Bei der Elektromobilität haben wir es ja in Deutschland, wenn man ganz ehrlich ist, schon ein bisschen verschlafen und ziehen jetzt nach. Wir werden jetzt sicher ganz tolle Elektroautos bauen, aber wir merken, dass die Schlüsseltechnologien eben nicht in deutscher Hand sind. Und das ist sehr disruptiv, denn wir müssen uns klar machen, die Komplexität eines Verbrennermotors ist eine ganz andere
als die eines Elektromotors. Da fehlt Know-how in der Industrie. Da hängt eine ganze Prozesskette dran. Also nicht nur die Zulieferer, sondern was wird aus Tankstellen, wenn wir demnächst mit Elektrik fahren? Wie können wir elektrische Systeme möglicherweise auch anders einbinden? Also ein Stichwort ist bidirektionales Laden. In anderen Ländern funktioniert das. In Deutschland sind wir an der Stelle wirklich hinterher. Früher gab es bei General Motors Future Conferences, so Future Shows. Da wurden Sachen gezeigt, die Vision, dass wir mit Autos über Autobahnen fliegen und alles Mögliche. Wo ist das heute? Wie sieht das Auto in 50 Jahren aus? Wie werden wir Autos benutzen? Das ist für mich eine der wichtigsten Fragen. Die werden sicherlich auch autonom sein. Das heißt, es wird ganz anders aussehen. Das individuelle Auto wird, glaube ich, an Bedeutung enorm verlieren. Und es werden autonome Shuttles sein. Aber wie werden die betrieben? Wie sehen die aus? Da sehe ich relativ wenig Visionen. Trotzdem glaube ich, dass so dieser Mindset bei den Menschen, ja, auch dass jetzt nochmal so eine Klimabewegung entsteht gerade, ja, zeigt ja, dass die Menschheit im Wandel ist, umdenkt, ja, und solche Produkte dann auch, genauso wie das iPhone, vielleicht mal richtig schick und begehrenswert werden. Ja. Und ich glaube, das ist das, was einem, wenn man sich mit diesen Solarautos beschäftigt, was dann einem schlagartig bewusst wird. Ja. Wie ineffizient die allermeisten Produkte, mit denen wir heute zu tun haben, ja, ob das ein Toaster ist oder ein E-Bike oder ein Elektroauto oder auch ein verbrennungsmotorisches Auto, was da noch an Potenzialen gehoben werden kann in Zukunft und auch muss für den Planeten. Und genau an diesem Potenzial arbeitet das Team Sonnenwagen, bevor es zu spät ist. Unbeeindruckt von denen, die den ökologischen Wandel ablehnen. Die Leute sind wahnsinnig frustriert, weil alle wissen, was das Problem ist und es gibt keine gute Art und Weise, dieses Problem koordiniert anzugehen. Und ich würde auch wahnsinnig frustriert daneben sitzen, neben diesem Problem, wenn ich nicht Sonnenwagen hätte und sage, okay, andere Leute ernähren sich vegan oder fliegen weniger. Auch das sind valide Ansatzweisen, die ich auch unterstütze. Aber meine Art und Weise, damit umzugehen, ist Sonnenwagen zu machen. Der Heizhammer ist ja ein Ausdruck von Frust. Und ich glaube, wenig frustriert mehr als nicht vorankommen. Klar, wir sind ein ganz kleines Rädchen, aber sagen, hey, wir können aber was bewegen. Jetzt stopp, wir können nicht mehr so weitermachen, wie es vorher war. Und dann in diesen Modus nicht zu gehen, so okay, dann weiß ich nicht, Hände hoch, aufgeben, sondern zu sagen, hey, wir überlegen uns was ganz Neues. Und das muss ja nicht unbedingt ein Solarauto sein, aber es kann ein Solarauto sein. Für uns ist das Solarauto jedoch bereits zur erlebten Realität geworden. Wir umkreisen es auf den vielen Kilometern wie ein liebgewordenes Baby und verstehen immer mehr das außergewöhnliche Engagement des Teams Sonnenwagen. Wir nähern uns Coober Pedy. Übers Canopy raus und wir stellen an. Doch was aus der Ferne wie ein Gruppenfoto vor dem Solarwagen aussieht, hat jedoch einen ganz anderen Hintergrund. Es ist die windigste Gegend in Australien auf dieser Rennstrecke. Das heißt, wir haben eine große Menschenmasse hinter uns aufgebaut, weil der Wind sonst, wenn die Böen kommen, in den Deckel von unten reinfahren können und das Ganze wie ein Segel quasi umblasen. Und die Regel ist, dass keiner während dem Control Stop 30 Minuten lang dieses Auto berühren darf. Das heißt, wenn das Auto umkippt, dann sind wir raus. Und deswegen haben wir eine große Kette, damit das Auto nicht umfallen kann, weil wir eben den Wind brechen, bevor er das Auto erreichen kann. Die Aerodynamik von Adelaide trotz den heftigen Seitenwinden. Von vorne hat der Sonnenwagen nur den Luftwiderstand des Rückspiegels eines SUVs. Aber von der Seite natürlich weitaus mehr. Deshalb ist jetzt die Geschicklichkeit des Fahrers umso wichtiger. In 3, 2, links. Dies gilt auch den vielen Ausweichmanövern toter Kängurus auf der Fahrbahn.
Technik des menschlichen Schutzschildes vor dem Wind bewährt sich auch bei den nächsten Control Stops. Das trägt natürlich auch zum Teambuilding bei, wenn hier alle Arm in Arm mit 5 Tage verschwitzten Achseln. Unterwegs begegnen wir einem anderen Team, deren Stimmung leider nicht so gut ist. Ihr Solarauto hat unterwegs einen irreparablen Schaden am Fahrwerk erlitten. Der letzte Nachtstopp im Outback. Viel schneller als erwartet. In der Nähe eines Salzsees schlagen wir unser Lager auf. Auch im Team macht sich eine Abschiedsstimmung breit. Das sieht so aus, als wenn hier außen einfach schauen. Zuallererst, wir stehen jetzt bei 2500 Kilometern von unseren 3000. I'm pretty sure now that we will arrive in Adelaide tomorrow. Let's go into the last day. Ich glaube, heute Nacht hatten wir so um die 6 Grad, ein bisschen weniger. Gefühlt -5. Wir machen noch so 5 Minuten Preparation. Adelie gibt Gas, sofern man das bei einem Elektroantrieb überhaupt so sagen kann. Zwar nicht an erster Position, aber in der vordersten Reihe. Wie immer ohne Mucken, schnell, effizient und sicher. Trotz der immer stärker werdenden Winde. Das Outback verliert langsam seine Weite. Und die Zivilisation meldet sich wieder zurück. Der letzte Control Stop. Keine Sekunde wird verschenkt. Das Team ist sichtbar zufrieden und darf es auch sein. Mega geil. Endlich, so kurz vor dem Ziel, die viele Arbeit, die Disziplin, die Entbehrungen, all dies hat sich gelohnt. Adelaide ist nur noch ein Steinwurf entfernt. Der Sog eines Roadtrains zusammen mit den heftigen Windböen schleudert Adelie von der Fahrbahn. Dabei überschlägt sich der Solarwagen und landet auf dem Seitenstreifen. Zum Glück ist der Fahrer wohlauf, aber der Schock sitzt tief. Und so traurig der Moment auch ist, so sehr spürt man doch eins: das Team. Das Team
Wow. Oh shit. Ui. Ja, die LKWs, die bringen natürlich viel Luft und viel Verwirbelung und viel Widerstand. Ne? Überall bei Entwicklungen kommen Pannen auf. Überall bei Entwicklungen gibt es eben solche Unfälle. Es ist nicht ein rein aerodynamisches Problem, sondern wie immer eine Gemengelage aus Fahrwerk, Fahrstabilität, Windkräften. Ich glaube, wichtig dabei ist, diese Unfälle nicht fehlzuinterpretieren. Also nicht zu sagen, das ist der Beleg dafür, das kann ja nicht funktionieren. Nein. Und vor allem diese unheimliche Kraft der sozialen Dynamik zu nutzen. Denn das Gute ist ja, die sind nicht allein. Aber Happy End ist ja nicht immer zu gewinnen, sondern die Erfahrung, die ihr gemacht habt, wie ihr als Team zusammengehalten habt, das ist ja schon gigantisch. Ja? Und was ihr alles gelernt habt, ich glaube, das nimmt euch keiner mehr im Leben. Ja? Von daher, ob ihr das Ding jetzt gewonnen habt oder nicht, ja? Sei es drum. Es ist ja fast ein bisschen metaphorisch, was passiert. Du hast den Road Train, ja, den riesigen Verbrennertruck, der im Grunde genommen ja, das moderne, leichte Solarfahrzeug angreift. Ja? Das ist ein bisschen ja, die Geschichte des Alten, die sich gegen das Neue strebt. Aber ich bin da zuversichtlich. Das Neue ist besser und wird sich durchsetzen. Und was unterscheidet jetzt Menschen, die dann aufgeben, von Menschen, die dann weitermachen? Also wie gehe ich jetzt damit um? Ist jetzt alles für die Katz und versinkt man jetzt in so einem Tal der Trauer und der Verzweiflung? Oder haben wir hier gemeinsam gerade vorher schon eine ganze Menge geschaffen, worauf wir vielleicht auch aufbauen können? Team Sonnenwagen! 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 Die Entscheidung, nicht aufzugeben, lässt im Team nicht lange auf sich warten. Lenkrad und Lenkradstecker. Also vor allem das Lenkrad ist so ein bisschen eingedrückt. Es geht nach oben. Schnell wird klar, dass die Schäden an Adelie bei weitem nicht so gravierend sind wie befürchtet. Ja, manche wollen noch zeigen, dass es nicht hier endet. Die präzise Arbeit und die raffinierte Ingenieurskunst des Sonnenwagen-Teams zahlen sich erneut aus. Ja, es läuft. Frei. Wir hatten 144. Obwohl der Sonnenwagen nicht mehr offiziell am Rennen teilnimmt, gewährt die Rennleitung Adelie die Möglichkeit, autonom mit eigener Kraft die Ziellinie in Adelaide zu überqueren. Und das spornt das Team noch weiter an. Adelaide, wir kommen. Unsere Ohren haben sich noch nicht an die lauten Verkehrsgeräusche der Innenstadt von Adelaide gewöhnt. Inmitten des dröhnenden Lärms der Verbrennungsmotoren hebt sich das leise und zurückhaltende Rollgeräusch von Adelie hervor. Einmal quer durch den australischen Kontinent. Das Vibrieren der Straßen von Darwin bis Adelaide. Die Herausforderungen des Outbacks. All das wird uns im Angesicht des kleinen Fahrzeugs deutlich. Teamgeist und Hingabe haben nicht nur einen Sonnenwagen geschaffen, sondern auch eine Inspirationsquelle. Adelie hat nicht nur viele Kilometer zurückgelegt, sondern auch den Weg für eine neue Mobilität mitgestaltet. Eine Geschichte, die gerade erst begonnen hat. Eigentlich möchte ich damit auch mal fahren. Die muss man nicht motivieren, die kommen von selbst. Yeah, I think the world is just waiting for this to happen. Und vor allem macht weiter damit, andere Menschen zu berühren. Das ist genau richtig. Wir wollen zum Mond oder darüber hinaus. Ihr seid genau auf dem richtigen Weg.